Explaining Explainability. In this podcast, we bring together the different disciplines of the Collaborative Research Center Constructing Explainability. Two researchers discuss a concept around explainability from their point of view. Moderated by Professor Britta Wrede. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Nachdem wir uns in den ersten beiden Folgen über Explaining und Explainability eigentlich unterhalten haben, geht es heute um das ziemlich große Thema eigentlich Verstehen. Wenn man jemandem was erklärt, da ist es ja auch wichtig, dass der Gegenüber eigentlich aktiv mitarbeitet. Das ist ja so ein bisschen auch das Grundprinzip von unserem Transregio. Und dass er Rückmeldungen gibt, ob er verstanden hat, ob er folgen kann oder auch, er kann ja auch Fragen stellen. Man muss also irgendwie feststellen können, ob der andere verstanden hat. Und dann kommt ja auch noch der nächste Schritt, der ist ja auch nicht so einfach, da muss sich der Erklärer ja irgendwie auch anpassen. Also wir haben hier Verstehen und Anpassen und dazu haben wir eben heute auch zwei Gäste, die das Verstehen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Zum einen Professor Dr. Hendrik Buschmeier aus der Computerlinguistik und beschäftigt sich im Projekt A2 mit Verstehensprozessen und wie man erkennen kann, dass jemand verstanden hat und vielleicht auch wie ein System sie erkennen kann. Hendrik Buschmeier ist Juniorprofessor für digitale Linguistik an der Universität Bielefeld. Er promovierte in Informatik an der Technischen Fakultät der Universität Bielefeld und war in der SciTech-Forschungsgruppe Social Cognitive Systems tätig. In seiner Forschung beschäftigt er sich intensiv mit der empirischen und computergestützten Modellierung von Dialogphänomenen, Sprache und Multimodalität sowie der konversationalen Interaktion zwischen Menschen und künstlichen Agenten. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist. Hallo Britta. Und auf der anderen Seite ist heute Professor Dr. Heike Buhl hier, die aus der Perspektive der pädagogischen Psychologie dazu forscht, inwiefern sich Menschen jetzt auch an dieses Verstehen anpassen können. Und der Psychologie hängt ja so ein bisschen der Nimbus an, in die Menschen hineinschauen zu können. Und im Projekt A1 forscht sie daran, wie jetzt adaptives Erklären funktioniert. Heike Buhl ist Professorin für pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie an der Universität Paderborn. Im Mittelpunkt ihrer Forschung stehen Kommunikation und die ihr zugrunde liegenden Kognitionen. Diese untersucht sie in verschiedenen Lernumgebungen, Familienbeziehungen, der Kooperation von Elternhaus und Schule sowie der Lehrkräftebildung. Als eine wesentliche Gelingensbedingung von Kommunikation berücksichtigt sie Perspektivenübernahme und das sogenannte Partnermodell, also die Vorstellung, die sich Gesprächspartner voneinander machen, zum Beispiel beim Erklären. Hallo Heike, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich springe einfach gleich mal rein. Wir haben ein großes Thema, das Verstehen. Was ist Verstehen eigentlich überhaupt? Und kann man das irgendwie so ein bisschen runterbrechen in etwas kleinere Konzepte, dass man so ein bisschen besser nachvollziehen kann, was das ist? Habt ihr da schon Definitionen zu oder vielleicht verschiedene Dimensionen? Ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie man das Verstehen gut aufbereiten kann und haben erstmal wirklich festgelegt, Verstehen ist jetzt bei uns erstmal das Produkt, also nicht der Prozess, dass man etwas verstanden hat. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, natürlich gerade so in Allerweltserklärung und letztendlich auch in XAI gibt es natürlich verschiedene Verstehziele. Manchmal möchte ich etwas verstehen, wie etwas funktioniert und manchmal möchte ich verstehen, was Sache ist. Und wir unterscheiden deshalb zwischen Knowing How, also so dem der Fähigkeit, etwas tun zu können, enabled zu sein, Enabledness sagen wir dazu, und dem Comprehension, also das Knowing What, dass ich dann gut nachvollziehen kann, etwas auch wirklich deklarativ fassen kann, etwas gut konzeptuell beschreiben kann. Ist das eine irgendwie schwerer als das andere oder stehen die so eher nebeneinander? Nein, die stehen wirklich nebeneinander in unserer Konzeptualisierung. Wenn man jetzt wirklich über ganz große Befähigung nachdenkt, enabled zu sein, braucht es natürlich immer auch das Verstehen im Sinne von Comprehension. Das heißt also, es ist nicht unabhängig voneinander, die stehen jetzt nicht also orthogonal nebeneinander, aber es braucht das eine und das andere, um dann wirklich aktiv handeln zu können, um gestalten zu können. Ja. Ja, und das ist eine gute Sicht auf das Produkt von Verstehen als Produkt.
Aber beim Erklären ist natürlich auch das Verstehen im Prozess oder das Verstehen als Prozess eine wichtige Sache. Wenn Menschen miteinander sich unterhalten, wenn jemand eine Erklärung gibt und jemand anders die Erklärung versteht oder verstehen möchte, dann geht das ja Schritt für Schritt. Jeder Satz, der geäußert wird, muss ja verstanden werden, wenn man jetzt ganz ins Detail reinschaut. Und da entwickelt sich das Verstehen sozusagen. Man startet vielleicht mit wenig Verständnis von einem Thema und im Gespräch kann das Verständnis ja entwickelt werden. Und das ist also auch was wir uns angucken. Ja, das ist ganz spannend, weil man denkt ja immer, hast du es verstanden, ja oder nein? Das ist ja auch oft so eine binäre Frage und das klingt jetzt so ein bisschen, so ein bisschen. Oder also es gibt so ein bisschen so Zwischenstufen. Ja, man versteht ja, während man zuhört, schon Teile dessen, was gesagt wurde. Mhm. Ja. Und Erklärungen sind ja auch oft nicht nur ein Satz oder sowas, sondern das sind ja, gerade bei komplexen Themen, sind das ja vielleicht Erklärungen, die im Gespräch entwickelt werden und auf verschiedene Aspekte eingehen. Ja. Und die hängen auch miteinander zusammen. Da gibt es also auch Bedingungen. Etwas muss verstanden sein, damit der nächste Schritt verstanden sein kann. Ja, okay. Du hast eben auch was gesagt von Verstehenszielen. Sind die immer gleich oder wo kommen die her, diese Verstehensziele? Kann es sein, dass vielleicht auch jemand gar nicht verstehen will oder dass er sagt, das reicht mir schon? Oder genau, also welche Rolle haben diese Ziele eigentlich? Ja. Also ganz oft wollen wir ja nur Sachen oberflächlich verstehen. Ich will so ein grobes Verständnis davon haben oder ich will nur wissen, wie ich das Licht ankriege. Da reicht mir, drückt mal auf den Schalter, da will ich gar nicht wissen, wie Elektrizität funktioniert. Das heißt, also man würde schon so auch sagen, also manche Erklärungen müssen gar nicht tief reingehen. Da bin ich schon völlig zufrieden, wenn ich so ein ganz grobes, oberflächliches Verständnis habe. Aber manchmal, um wirklich richtig handlungsfähig zu sein, da brauche ich ein tiefes Verständnis vom Gegenstand. Ja. Und das ist natürlich auch was man aushandeln muss in der Interaktion. Jemand will mir was erklären und dann will ich aber gar nicht so tief reingehen vielleicht und will das gar nicht so ausführlich haben. Da muss man erst mal merken, wo der Bedarf beim Gegenüber ist dann. Ist also eigentlich für den Erklärenden auch ganz schön schwer, oder? Sowas rauszufinden. Also kann man sich da gut dran adaptieren? Was gibt es da für Adaptionsprozesse eigentlich auch? Also wenn ich mich jetzt als Erklärende an dich und an dein Verständnis anpassen will, gibt es da unterschiedliche Prozesse, die ihr da gefunden habt? Ja, muss dazu erstmal wirklich eine Vorstellung davon entwickeln, was denn mein Gegenüber grundsätzlich schon mal vorher weiß, welches Vorwissen jemand vorher hat. Ja, das heißt, darauf eingehen zu können dann, das wäre so in meiner Terminologie das Partnermodell. Ich brauche erstmal eine Vorstellung, was jemand von vorher weiß. Und das ist aber natürlich dynamisch. Das ändert sich im Erklärprozess. Wenn ich die Idee habe, jemand weiß viel und dann einsteige mit ganz viel Vorwissenserwartung, er weiß es aber vielleicht nicht oder sie weiß es nicht. Da muss ich natürlich anpassen, da muss ich adaptieren. Ja, das heißt also, auf der Grundlage dieses geänderten Partnermodells, was also kognitiv ist, eine mentale Repräsentation des Gesprächspartners ist, würde man dann interaktiv anpassen, indem ich andere Erklärstrategien verwende. Ja, okay. Und was können solche Erklärstrategien jetzt auch sein? Ja, das könnte zum Beispiel sein, dass man dann mehr Informationen liefert oder dass man nochmal wiederholt oder dass man Rückfragen stellt, hast du es jetzt verstanden oder brauchst du das noch oder dass man sich auch absichert, möchtest du noch mehr haben, also dass man also wirklich direkt in die Interaktion dann geht. Ja. Ist tatsächlich Wiederholen so eine tolle Strategie? Ich meine, man sagt ja eigentlich nur das Gleiche nochmal. Es ist nicht unbedingt eine ganz tolle, aber es ist durchaus eine Strategie. Man wird es ja meistens mit anderen Worten wiederholen. Also man paraphrasiert ja nicht, man macht es ja nicht wörtlich, sondern wird dann mal mit anderen Worten wiedergeben. Aber man merkt, dass das Erklärniveau zu hoch oder zu tief war, dann könnte man paraphrasieren dann. Oder man greift auch das auf, was das Gegenüber gesagt hat. Ja, das ist ja auch wichtig. Geht dann dessen Vokabular darauf ein. Die Leute sind ja auch nicht immer so aufmerksam, oder? Also das geht mir manchmal so, dann merke ich habe gerade an was anderes gedacht, da kannst du es doch noch mal wiederholen, oder? Also es gibt ganz viele spontane Effekte auch, die man, glaube ich, so in so einem Dialog einfach auch hat, ne? Ja. Genau, und das ist halt auch ein interessanter Punkt, woher merkt jetzt jemand, der etwas erklärt eigentlich, das wurde nicht verstanden. Und da
können wir natürlich gucken, wie wurde die Erklärung jetzt gegeben. Eine Erklärung, die auf einem Bildschirm angezeigt wird und die kann man durchlesen, da ist es vielleicht schwierig zu erkennen, hat der Leser oder die Leserin das jetzt verstanden. Aber wenn wir im Gespräch sind, dann geben wir uns die ganze Zeit eigentlich Signale. Habe ich das jetzt verstanden? Habe ich das nicht verstanden? Gucke ich jetzt fragend in diesem Moment? Und das sind eigentlich natürlich gute Punkte, wo man als Erklärer irgendwie so messen kann vielleicht so, ja, hat die andere Person das verstanden. Weiß ich nicht, ob man das Messen nennen würde, aber es gibt irgendwie solche oder Understanding Displays nennen wir das, ja, dass man irgendwie Evidenz dafür kriegt, ja, das hat jetzt gut funktioniert oder das hat nicht gut funktioniert. Und dann kann diese interaktive Anpassung ja auch ganz kurzfristig passieren. Ja. In dem Moment, wo vielleicht ein Stirnrunzeln entsteht, kann ich schon noch mehr Informationen in meinen Satz einbringen, den ich schon halb geplant hatte und kann adaptiv direkt weitermachen. Ja, vielen Dank für diese ersten Überlegungen und diesen ersten Überblick über eure Projekte und so die relevanten Konzepte da drin. Ich würde jetzt gerne etwas tiefer in die Methodik vielleicht einsteigen und von euch erfahren, ja, was macht ihr eigentlich in den Projekten? Wie geht ihr da so vor? Vielleicht auch schon, was habt ihr eigentlich herausgefunden bislang? Kann man da schon viel zu sagen? Genau, Hendrik, ihr habt euch ja jetzt auch schon verschiedene Erklärdialoge angeschaut. Was genau habt ihr in dem Projekt eigentlich gemacht und wie habt ihr das analysiert? Also unser Projekt heißt Monitoring Understanding. Das heißt irgendwie das Verstehen, Beobachten und Observieren, aber mit dem Ziel, was daraus zu machen. Ja, also der Erklärer, die Erklärerin beobachtet die Person, der etwas erklärt wird, während der Erklärung und versucht zu verstehen, okay, ist das verstanden worden, ist es nicht verstanden worden und so weiter. Und um das zu untersuchen, schauen wir uns erstmal in der Phase 1 Mensch-Mensch-Interaktionen an. Ja, wir haben 2 Menschen an den Tisch gesetzt und die eine Person erklärt ein Brettspiel, erklärt der anderen Person ein Brettspiel. Und dann haben wir sozusagen einen Erklärdialog in mehreren Phasen. Erstmal ist das Spiel nicht da, das liegt nicht auf dem Tisch, das ist unbekannt der Person, der was erklärt wird, sieht das Spiel nicht und weiß auch nichts darüber und dann werden erstmal die Regeln erklärt oder ähnliches. Und dann in der zweiten Phase wird das Spiel dann auf den Tisch gelegt und dann geht die Erklärung nochmal weiter. Es ist plötzlich auch mehr da. Und in einer dritten Phase können die dann spielen und dann wird auch noch immer weiter erklärt. Da sind ja immer noch Unklarheiten. Das heißt, wir haben schon mal so mehrere Schritte. Und wir nehmen das Ganze mit Videokameras auf aus mehreren Perspektiven. Wir zeichnen den Ton auf und dann gucken wir natürlich uns die Dialoge an. Wie sprechen die miteinander? Was für Signale produzieren die? Nicht nur in der Sprache, sondern auch multimodal, also Gesichtsausdruck, Gestik, Kopfnicken, Kopfschütteln, wird eine Augenbraue hochgezogen, gucken die sich an, wohin guckt die Person. Das schauen wir uns an. Und ich meine, du hast ja eben gesagt, Verstehen ist eigentlich eher so ein Prozess. Ja. Gibt es da überhaupt so eindeutige Signale? Also man denkt ja immer, ja, habe ich verstanden, ja, nein, habe ich nicht verstanden. Ist das so eindeutig oder wie geht das in so einem Prozess? Ja, also Menschen in der Kommunikation müssen ja nicht immer alles explizit machen. Ja. Man merkt schon ziemlich genau, die andere Person hat vielleicht ein Problem, das zu verstehen. Vielleicht sage ich, der Spielstein wird vorgerückt und die Person guckt aber ganz woanders hin. Das ist ja schon ein Indikator dafür, dass vielleicht nicht ganz klar ist, um welchen Spielstein geht es jetzt. Ja. Oder ich sage was und ich gucke in ein Gesicht, wo nichts passiert. Ja, das ist auch kein gutes Zeichen und das haben wir auch in unseren Daten gesehen, wenn wir geschaut haben, wie kann man nicht verstehen beim Gegenüber erkennen mit statistischen und computergestützten Methoden. Haben wir zum Beispiel, also als ein Beispiel haben wir zum Beispiel gefunden, wenn die Person gegenüber einfriert, ja, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass da nicht Verstehen passiert ist. Ja. Ja. Wenn Verstehen ist, dann kann man jetzt sagen, wird dann einfach nur einmal mit dem Kopf genickt? Nicht unbedingt. Ja, der Kopf ist eigentlich die ganze Zeit in Bewegung in so einem Dialog. Ja, man nickt die ganze Zeit so ein bisschen und so weiter, vielleicht so im Rhythmus mit.
Ja, aber wenn dann da weniger passiert oder wenn da gar nichts mehr passiert, das ist also ein interessantes Signal, sage ich mal. Hängt das auch damit zusammen, dass man vielleicht gar nicht so gern zugibt, dass man was nicht verstanden hat? Oder vielleicht merkt man es noch gar nicht, dass man was nicht verstanden hat? Das gucken wir uns jetzt nicht speziell an, aber natürlich sagt man seiner Chefin gegenüber, dass man was nicht verstanden hat, wenn die das jetzt erklärt oder nicht. Das heißt, soziale Aspekte spielen eine Rolle. Ja? Welche Rolle habe ich in diesem Dialog? Sollte ich das verstehen? Und so weiter. Ein anderer Punkt ist, ich denke vielleicht, ich habe es jetzt noch nicht verstanden, aber es wird ja noch weitergeredet und ich werde es gleich schon verstehen können. Das heißt, ich halte das Verstehenssignal vielleicht auch ein bisschen zurück oder ich nicke erstmal, alles gut und hinterher muss ich sagen, nee, irgendwie habe ich es jetzt nicht verstanden. Und dann macht man es vielleicht auch explizit. Ist schon ein ganz schön komplizierter Prozess, wenn man sich das so überlegt. Wie ist das bei euch im Projekt, Heike? Ihr untersucht ja jetzt diesen Prozess des Adaptierens, ja. Also das ist ja sozusagen noch mal komplizierter, weil du musst ja erstmal gucken, hat er es verstanden und wie reagiere ich da drauf? Ja. Wie macht ihr das überhaupt? Also wir haben auch Mensch-Mensch-Interaktionen momentan im Fokus und haben auch Spielerklärungen, also kein Zufall, weil wir auch ähnliches Material haben wollten, vergleichbares Material haben wollten. Und gucken uns auch die Erklärung an auf der sprachlichen Ebene. Und der Part aus der Psychologie ist es jetzt, du hast vorhin schon gesagt, die Psychologen gucken dann rein irgendwie in den Menschen. Wir versuchen reinzugucken, können wir natürlich nicht so richtig. Wir fragen. Also wir gehen einfach hin und fragen vor der Erklärung, zum Beispiel die Person, die erklärt, den Explainer, was hast du jetzt für ein Partnermodell? Und das sind dann so stereotype Partnermodelle. Ich erwarte, der hat so durchschnittliches Wissen von Spielen insgesamt. Ich erwarte, der hat so durchschnittliches Interesse. Also ich habe irgendwie so Stereotype, die dann das Partnermodell ausmachen insgesamt. Und dann schauen wir uns nach der Erklärung dieses Partnermodells nochmal an. Das heißt, wir fragen erneut nach dem Partnermodell, nach der Erklärung, mit dem Ergebnis, dass es meistens besser wird. Das heißt, also Menschen werden dann doch als interessierter wahrgenommen hinterher, als man das vorher erwartet hatte, als freundlicher, als kooperativer, sogar als mit besserer Laune versehen im Nachhinein, als man das vorher erwartet hat. Und wir versuchen ein bisschen mit einem Trick in die Interaktion reinzugehen, indem wir einen Videorecall machen. Das heißt, also wir zeigen den Teilnehmenden hinterher nochmal die Videoaufnahme. Und wir suchen im Vorfeld Szenen raus, die wir besonders interessant finden, wo wir das Gefühl haben, da gab es also irgendwie eine Veränderung im Partnermodell, wo wir denken, also irgendwie hat jetzt die Person, der was erklärt wird, der Explainee gesagt, verstehe ich nicht, oder hat irgendwie oder hat ihm gesagt, ja, alles klar. Das heißt, wo wir denken, dass Veränderungen da sind. Und in die Situation gehen wir dann rein und fragen dann nochmal nach diesem Partnermodell und können dann, also so ein paar Sequenzen hinweg, das Partnermodell in der Veränderung beobachten und sehen ja zum Beispiel, was also ich sehr schön finde, dass ganz klar, da würde es erwarten im Partnermodell, ich weiß, ich nehme an, der versteht jetzt mehr als vorher, also Understanding steigt an über die Erklärung hinweg, aber das mit dieses hat wirklich Ahnung von Spielen, ja, das ist ganz unterschiedlich. Bei manchen nimmt das zu, bei manchen nimmt es aber auch ab. Also man geht rein mit der Erwartung, jemand weiß viel von Spielen. Es kann auch wirklich sein, dass man sagt, oh, da weiß er doch nicht so viel von Spielen. Das heißt, da gibt es also Veränderungen in beide Richtungen. Ja, interessant. Ich sehe gerade, Hendrik, du wolltest sagen. Also das ist eigentlich witzig, weil wir haben schöne Parallelen in unseren Projekten und machen das dann doch aber natürlich anders und natürlich auch begründet. Wir haben auch Video Recall in unseren Daten. Bei uns ist es aber so, da sind es nicht die Forschenden, die die Situationen aussuchen, die nochmal kommentiert werden sollen, sondern direkt nachdem die beiden Versuchspersonen miteinander gesprochen haben, zeigen wir jeder Versuchsperson in dem Dialog das Video und sagen, halt das Video an der Stelle, wo du meinst, dass dein Verstehen sich verändert hat. Hier hast du es nicht verstanden oder hier hast du es verstanden oder ja, hier habe ich es endlich verstanden, was er damals gesagt hat, weil vorher habe ich das nicht verstanden. Oder bei dem Erklärer oder der Erklärerin, da ist die Aufgabe, wann glaubst du, hat die andere Person das verstanden? Ja, wann war der Zeitpunkt? Und so versuchen wir sozusagen daran zu kommen, wann sind diese Momente in so einem Dialog, wo wirklich was Interessantes passiert ist, was das Verstehen anbelangt. Und konntet ihr schon rausfinden, wie gut
der Erklärer tatsächlich mitbekommt, wann der andere das verstanden hat. Also das klappt schon, aber das klappt natürlich auch nicht systematisch. Und wir wissen natürlich jetzt, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, markieren die beiden wirklich immer jede Situation. Aber es gibt natürlich Situationen, die beidseitig markiert werden. Ja. Hier hat er das endlich verstanden oder hier habe ich das endlich verstanden oder auch nicht. Ne? Ja. Und wie geht ihr jetzt in euren Projekten jeweils? Also ihr habt quasi immer eigentlich die gegensätzliche Perspektive eigentlich, ne? Vom Erklärer oder eben vom Explainee. Wie geht ihr da vor? Also ich glaube, Hendrik, bei euch ist ja zum Beispiel auch die Annotation nicht nur rein manuell, obwohl das ja total wichtig auch ist. Ihr habt wahrscheinlich auch noch andere Methoden entwickelt. Wir haben 88 Dialoge, die lange dauern jeweils. Und das können wir nicht alles manuell annotieren. Ja. Und manche Dinge muss man von Hand annotieren, also am Video markieren, was passiert da jeweils. Aber wir haben auch Aspekte, die passieren automatisch. Die Transkription zum Beispiel, auch im Bereich Gestik, wie viel Handbewegung passiert da. Sowas machen wir auch automatisch mit Methoden der Computer Vision, also algorithmische Verfahren, um sozusagen Dinge in Videos zu erkennen. Ja, genau. Heike, bei euch macht ihr das wahrscheinlich, also du hast ja eigentlich auch schon gesagt, ihr stellt den Leuten dann eigentlich erstmal Fragen. Das heißt, bei euch ist es wahrscheinlich schwieriger möglich, oder? Da irgendwie automatisiert zu analysieren? Also wir gucken uns auch viel weniger an. Also wir sind sparsamer im Projekt als A1 als im Projekt A2. Also wir gucken uns auf der sprachlichen Ebene wirklich nur die Äußerungen an, also nicht Gestik und Mimik. Und das wird schon durchaus also von Hand annotiert. Aber auf einer oberflächlichen Ebene wäre es das falsche Wort, aber wir gucken uns dann wirklich an, was treibt das Gespräch voran. Ja, also was sind die Sprachäußerungen, die das weiterbringen insgesamt, und setzen das dann in Beziehung mit diesen Partnermodellen, die wir eben erfragt haben. Das heißt also, wir können also uns beide Linien getrennt angucken. Wir können uns einmal angucken, was ist im sprachlichen Verhalten, im verbalen Verhalten, auch eben in Veränderungen, auch gerade im Zusammenspiel von Explainer und Explainee. Ja, also was bewegt das eine, was bewegt das andere, und das dann wieder in Beziehung setzen, auch nochmal eben zu der kognitiven Adaptivität zum Partnermodell. Das heißt also, wir haben dann diese verschiedenen Informationen, die wir dann zusammenbringen können. Und stellt ihr fest, dass es bestimmte, Strategien gibt oder auch eben auch sehr unterschiedliche Strategien? Also es gibt ja Leute, die können gut erklären und es gibt Leute, die können irgendwie nicht so gut erklären. Kann man das so generell so sagen oder sagst du, die einen können sich vielleicht gut auf den Partner einstellen und die anderen nicht so? Oder hast du da schon einen Eindruck? Und ob jetzt jemand gut erklären kann, ist ja eine schwierige Frage. Das ist ja die Frage, was ist eine gute Erklärung? Ja, dazu bräuchten wir dann noch mal den nächsten Schritt. Wir müssten im Grunde auch noch mal jetzt wirklich am Ende feststellen, wie viel hat denn jetzt der Explainee verstanden? Ja, das heißt, wir müssten jetzt noch mal das Understanding wirklich am Ende noch mal objektiv in einem Test oder sowas erfassen. Und ganz so weit sind wir noch nicht. Aber das wäre dann schon so nochmal was dann dazugehören würde nochmal. Was wir momentan wissen, ist schon so, dass die Explainees zufriedener sind, mehr oder minder zufrieden sind. Und wir haben auch Rollenspielexperimente unter anderem durchgeführt und können das dann auch ein bisschen variieren. Können dann zum Beispiel, wir haben was ganz Fieses gemacht, also was du vorhin gemeint hast mit dieser eingefrorenen Interaktion. Wir haben einmal Explainees instruiert, also Student Assistants instruiert, nicht zu reagieren. Ja? Und das gibt dann ganz, ganz lange Erklärungen, die aber irgendwann auch so ein bisschen vor die Wand laufen, die dann also auch wirklich ganz viel spröder sind insgesamt. Das heißt, man merkt, ohne das Mittun des Explainees funktioniert die Erklärung dann auch nicht. Ja, weil es ja eigentlich auch so ist, oder? Du hast ja gerade gesagt, wenn jemand nicht reagiert, ist das eher ein Signal von nicht verstehen, oder? Genau, und das ist auch ein super Befund. Also diese Rückmeldung vom Explainee ist einfach zentral. Und das ist auch gar nichts Erklärspezifisches, muss man sagen. Das ist eigentlich in jeder Konversation so. Ja? Mit jemandem zu sprechen und man bekommt keine Rückmeldung, ist schwierig.
Ja, wir als Lehrende haben das in Corona-Zeiten zum Beispiel in Zoom natürlich klar gemerkt, wenn die Studierenden vielleicht ihre Kameras nicht aktiviert hatten, dann haben wir vor diesen schwarzen Kacheln gesessen und geredet und es kam nichts zurück und hat das jetzt jemand verstanden, kann ich weitermachen und so. Und da gibt es auch andere interessante Befunde aus der Dialogforschung beispielsweise, dass zum Beispiel Storytelling nicht funktioniert, wenn man keine Rückmeldung bekommt. Ja. Und genau das, die Geschichten werden ellenlang, die haben keinen klaren Höhepunkt und so weiter, weil natürlich immer vermutlich die Person, die erzählt, sagt so, warum wurde das jetzt nicht verstanden? Ne? Und das ist wirklich eine fiese Aufgabe, ne? Also diese Rückmeldungen ausbleiben zu lassen. Ne? Also das ist schon ein guter Punkt, sowas mal anzuschauen. Kann ich als Explainer, das geht eigentlich an euch beiden eigentlich, kann ich als Explainer was dazu tun, dass die Leute besser reagieren? Also mir geht das in Vorlesungen auch oft so. Also selbst wenn die vor mir sitzen, aber manchmal guckt man so in so leere Gesichter. Aber kann man das machen? Vorlesung ist natürlich eine spezielle Situation. Da haben wir ja im Prinzip einen Monolog und da gibt es ein Audience. Das Audience gibt natürlich auch eine Rückmeldung. Vielleicht nickt da auch mal netterweise jemand oder lächelt. Manche gähnen und so weiter. Also da gibt es schon eine Rückmeldung, aber das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn wir jetzt zusammensitzen, uns was berichten, erzählen, erklären und so weiter und die direkte Rückmeldung kommt. Ja. Ich würde auch mal sagen, es ist in der Gesprächsforschung auch gar nicht richtig verstanden, wie die Prozesse, die im Dialog funktionieren, wo man schon Modelle dafür hat. Ja, was denken Menschen, wenn die mit jemandem anders reden? Wie hat er das verstanden? Wie merke ich mir, dass der das verstanden hat? Wie soll das skalieren auf eine Audience von 100? Ja, dann muss ja irgendwie ein Durchschnittsmodell oder so des Zuhörers geben. Und aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ja, selbst in der Vorlesung sucht man sich die nette Person in der ersten Reihe raus, die immer nickt. Ja. Und dann, wenn die das verstanden hat, perfekt. Ja. Okay. Ja. Aber was würdest du sagen, Heike, als Strategie für einen Explainer? Was würdest du sagen? Haben die sowas? Also was unsere oft machen, ist nochmal das Verständnis abzusichern. Also manchmal die plumpe Frage, hast du es verstanden? Aber viele fragen durchaus auch nach, so geben noch mal ein bisschen was rein und erwarten dann, dass der Explainee das weiter fortführt, die Beschreibung. Oder manche fragen sogar richtig wie in der Schule ab. So, wie viele Steine haben wir? Was passiert damit? Ja, das heißt also, es wird so eine Sicherungsphase durchgeführt dann auch. Ja. Das waren dann die Lehramtsstudierenden, die wir mitgemacht haben. Solche hatten wir auch bei uns. Die wollten auch erst alles erklären und dann fragen erst am Ende. Das ist vielleicht nicht die typische Situation. Ne? Ja. Aber ich glaube, insgesamt gibt es so einen Mechanismus in diesem Monitoring, Understanding. Das ist nicht nur, ich beobachte, was macht die andere Person, sondern wir würden auch sagen, es ist auch ein Active Monitoring. Ja? Und da gibt es zum Beispiel Elizitationsprozesse. Ja, und diese Nachfrage kann auch einfach am Ende der Äußerung sein, okay, ja, und dann ist es ein Nicken oder so. Ja. Oder es kann auch einfach nur eine steigende Intonation zum Beispiel am Satzende sein. Und das ist dann schon der Cue für die andere Person, jetzt mal kurz nicken oder sowas. Ja. Auch Blickbewegung. Ja. Man weiß im Dialog, Menschen gucken überall hin, ja, aber dann zum Ende von so einem Punkt, dann kommt der Blick auch nochmal zum Gegenüber. Und interessanterweise ist oft die Person, mit der man redet, genau in dem Moment auch interessiert, diesen Blick zu vervollständigen. Und dann treffen sich quasi die Blicke in einem Moment, der auch für das Gespräch eine Bedeutung hat, zum Beispiel an einer semantischen Grenze in einem Satz oder ähnliches. Und das ist eigentlich das perfekte Signal, ja, weil dann sieht man ja, man ist irgendwie aufeinander abgestimmt. Die andere Person hat jetzt auch diesen Schluss in so einer Äußerung erkannt, guckt mich an und ich gucke in dem Moment auch an und dann verständigen wir uns einfach nur durch den Blick, dass wohl alles gut ist. Ja, danke. Also das ist vielleicht ein guter Abschluss für diesen zweiten Teil und vielleicht auch eine gute Überleitung in den dritten Teil, weil das sind ja sehr subtile Signale zum Teil und manchmal funktioniert das unglaublich gut und ist natürlich eine super spannende Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Computer sozusagen, eine XAI, auch hinbekommen kann? Genau, und darum geht es gleich im dritten Teil. Ja, Hendrik, ihr habt euch jetzt ja eigentlich erstmal nur, in Anführungszeichen, Mensch-Mensch-Interaktion angeguckt. Kannst du dir denn vorstellen, dass auch eine Maschine gut darin sein kann, das zu erkennen, dass jetzt jemand was verstanden hat oder nicht oder gerade irgendwie auf dem Weg dahin ist?
Ja, also die Musterklassifikations- und Erkennungsmechanismen sind ja richtig gut mittlerweile. Ja. Ja. Trotzdem ist es ein sehr schwieriges Problem. Die Gesichtszüge sind subtil, da gibt es kleine Änderungen und so weiter. Und vor allen Dingen, was bedeutet dann das? Ja. Ja, das ist zum Beispiel kontextabhängig, was jetzt ein Gesichtsausdruck bedeutet. Ja, das hängt also auch damit zusammen, was der Erklärer, die Erklärerin gerade vorher gesagt hat. Wir können jetzt ja nicht einfach ein Gesicht angucken und sagen, das bedeutet jetzt Folgendes in einem Erklärprozess. Also das ist schon challenging, sage ich mal. Aber wir haben zum Beispiel im Projekt schon messbare Einflüsse, habe ich ja eben schon gesagt, Hinweise darauf, jetzt ist zum Beispiel hier etwas nicht verstanden worden, gefunden. Okay, ja. Aber also es klingt wirklich sehr komplex. Du hast es gerade schon, also das ist jetzt eher eine informatische Perspektive, aber zu sagen, klar, Mustererkennung könnte man sogar hinkriegen, obwohl es sehr subtile Signale sind, aber das schaffen wir bestimmt. Aber das Schwierige ist ja eigentlich, dass diese Signale in unterschiedlichen Kontexten, und zwar jetzt nicht große Kontexte, sondern wirklich innerhalb eines Dialogs kann möglicherweise das gleiche Signal möglicherweise was Unterschiedliches ja auch bedeuten. Genau. Und deswegen muss man das auf jeden Fall im Dialogkontext betrachten. Man braucht auch eine Modellierung, was passiert gerade im Dialog. Das gucken wir uns auch an, die Diskursstruktur zum Beispiel, ja, dass man da sozusagen so schon mal Kontext operationalisiert. Was heißt da Diskursstruktur? Naja, zum Beispiel wird jetzt eine Frage gestellt, zum Beispiel, ja, und ist jetzt sozusagen, passiert der Gesichtsausdruck, der leere Gesichtsausdruck jetzt in Antwort auf eine Frage, die gerade gestellt wurde, oder wurde jetzt gerade etwas wiederholt und da ist ein leerer Gesichtsausdruck, was auch immer das ist. Ja, wenn das Sachen sind, die bekannt sein sollten, ja, dann bedeutet das in dem Zusammenhang vielleicht nichts. Ja. Und wenn wir statistische Modelle lernen wollen, die sozusagen auch diese Zusammenhänge kennen, brauchen wir halt auch relativ viel Daten. Wir haben jetzt auch relativ viel Daten im Projekt. Das ist also schon, glaube ich, eine ganz gute Perspektive. Andere interessante Frage ist natürlich, ist unsere XAI jetzt immer mit einer Kamera ausgestattet und was ist es eigentlich? Ja, also dann, wenn jetzt diese Blicksignale, das natürliche Gesprächsverhalten und so eine Rolle spielt, dann visualisieren wir ja quasi die XAI irgendwie schon als eine Persona. Ja, es könnte jetzt ein Roboter sein oder ein Agent auf dem Bildschirm. Ja. Aber sobald man jetzt schon dahin gehen würde und sagen würde, das ist jetzt irgendwie so ein Smart Speaker, dann sind vielleicht auch schon andere Aspekte wichtig. Ja, vielleicht, da ist ja niemand, der den Gesichtsausdruck wahrnimmt. Vielleicht produzieren Menschen dann auch andere Signale in so einem Fall. Ja, oder wenn wir jetzt mit einem Chatbot interagieren und der erklärt uns was, dann sind diese ganzen Signale vielleicht gar nicht so relevant. Ne? Meinst du wirklich gar nicht relevant? Oder? Das kann schon sein, aber die könnten auch was anderes bedeuten in dem Moment. Ne? Und man müsste sich dann halt auch anschauen, ja, in so einem Mensch-Chatbot-Interaktion, was sind da vielleicht für Aspekte? Ja? Manche lassen sich sicherlich übertragen, vielleicht wie lange dauert es, bis der Mensch geantwortet hat oder so. Ja. Aber könnte es nicht auch positive Auswirkungen haben? Also du hast ja vorhin selber auch gerade gesagt, manchmal wollen wir vielleicht nicht so gerne zugeben, dass wir es nicht verstanden haben. Könnte ja gegenüber einem Speaker weniger schlimm sein, das zuzugeben. Ne? Also da kann man sich vielleicht schneller mehr mal erklären lassen. Ja, das klar. Man kann sich es auch 5-mal erklären lassen, ohne dass man sich vielleicht schlecht fühlen muss, wo man sonst nicht nochmal nachfragen würde, weil dann denkt man, stehe ich vielleicht dumm da, wenn ich nochmal frage. Wie war das jetzt nochmal? Ja. Vielleicht jetzt auch andersrum an Heike nochmal. Könnte es nicht mal auch sein, dass ich sagen kann, können Maschinen oder Computer möglicherweise sogar die besseren Erklärer sein? Also aktuell sind sie es wahrscheinlich noch nicht. Aber wäre es denkbar? Also aus anderen Bereichen wissen wir sowas in die Richtung schon, nämlich aus dem Tutoring. Nämlich gerade dieses Phänomen, man kann immer und immer wieder sich etwas erklären lassen, ohne sich doof zu fühlen. Das ist natürlich bei intelligenten tutoriellen Systemen viel einfacher, als wenn ich da wirklich einen menschlichen Tutor vor mir stehen habe. Und menschliche TutorInnen sind auch nicht sehr gut darin, wirklich immer ein gutes Partnermodell zu haben. Weil wir haben ja eine sehr begrenzte Möglichkeit der Informationsverarbeitung. Und wenn ich jetzt etwas erklären muss, ist das dann sehr kognitiv
ressourcenkonsumierender Prozess. Und wenn ich dann nebenbei noch das Partnermodell präsent haben muss, sind das sehr viele Informationen, die man gleichzeitig haben muss. Und das gelingt oftmals menschlichen Erklärenden nicht sehr gut, alle Informationen parat zu haben. Also man hat wirklich Experimente gemacht und konnte dann sehen, wenn man den menschlichen Erklärenden das Partnermodell sehr explizit vermittelt hat, ja, dann wurden die Erklärungen besser. Echt? Und also wenn man es wirklich ganz explizit ihnen vor Augen geführt hat. Und tatsächlich gibt es auch Untersuchungen, dass die intelligenten tutoriellen Systeme manchmal nicht schlechter sind als menschliche Erklärenden. Ja, eben wegen der größeren Kapazität und wegen der größeren Möglichkeit. Und die sind ja noch relativ eingeschränkt im Unterschied zu dem, wo wir mal hinwollen. Ja, also von da kann ich mir wirklich vorstellen, dass die Maschine da gar nicht so schlecht ist. Ja, das finde ich super spannend, weil es ja auch andererseits häufig so ein bisschen die Angst davor gibt, dass die Maschinen besser sind dann sogar oder dass die dann in uns reingucken können oder die sollen eigentlich gar nicht so genau Bescheid wissen. Ist ja auch alles berechtigte Angst. Ja, weil es missbraucht werden kann natürlich. Ja. Ne? Ja, genau. Aber genau, also ich meine, das sind jetzt natürlich in den Projekten erstmal noch nicht die Fragestellungen, die ihr da adressiert. Die haben wir aber natürlich im Projekt auch, die ethischen Fragestellungen dazu. Aber was ich jetzt für mich mitnehme, fand ich jetzt eine positive, vielleicht Abschluss auch, dass sie eigentlich sagt, theoretisch könnte man sich vorstellen, dass tatsächlich so eine XAI möglicherweise wirklich besser erklären kann. Und zwar einerseits, weil sie vielleicht besser erkennen kann, dieses Nicht-Verstehen, oder? Ja, vielleicht schon. Also so Dialogtheorien gehen davon aus, dass Menschen dann sehr aufmerksam sind und auch darauf achten und sich sehr stark anpassen an den oder die Gesprächspartnerin. Da bin ich teilweise ein bisschen skeptisch, ja, weil die Person, die erklärt, ist natürlich, je nachdem wie gut sie das kann, auch mit ihrem eigenen Erklärprozess und der eigenen Gedanken sehr beschäftigt. Ja. Und da kann vielleicht der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin auch schon mal aus den Augen verloren werden. Ja, also wir nehmen menschliche Erklärungen ja als Vorbild in gewisser Hinsicht, um da was von zu lernen, inspirieren zu lassen und auch die Grundprinzipien in die Mensch-Maschine-Erklärung zu übertragen. Aber das heißt ja nicht, dass Menschen jetzt die besten Erklärer sind oder so. Und da gibt es ja auch große Unterschiede. Vielleicht gibt es Menschen, die besser sind, als Maschinen das jemals machen können, aber nicht jeder Mensch kann es vielleicht so gut machen wie eine Maschine. Ja. Vielleicht haben wir irgendwann Erklärwettbewerbe. Ja, aber andererseits ist natürlich wirklich viel, was die Maschine unbedingt lernen muss. Also wir sehen schon, dass wenn dynamische Partnermodelle modelliert werden, kommt der Erklärprozess besser an. Also wir brauchen schon so ein paar Elemente, die enthalten sein sollten. Ja, also es ist, ja, ich weiß auch nicht, wie weit es gehen sollte und ich weiß auch nicht, ob ich möchte, dass die Maschine dann wirklich ein perfektes Modell von mir hat. Das wird mir auch etwas gruselig, aber trotzdem ist es im Erklärprozess erstmal auf so einer etwas flachen Ebene hilfreich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, man kann an dieser Stelle noch ziemlich weit weiter diskutieren, aber danke erstmal dafür. Damit sind wir eigentlich schon am Ende von unserem Podcast heute. Heute ging es um das Verstehen, auch um das Adaptieren bei Erklärungen. Und unsere Gäste waren Heike Buhl von der Uni Paderborn und Hendrik Buschmeier von der Universität Bielefeld. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und bleibt dran. Explaining Explainability. Thank you for listening to this episode. If you have any questions about this topic, feel free to ask them in the comments. We look forward to welcoming you to our next episode.